Hallo Markus, ich freue mich, dass wir uns heute treffen für ein kurzes Interview für unser Uninleco-Projekt. Wir arbeiten ja schon länger zusammen. Erst war das DigiVet-Projekt, das durch Erasmus Plus gefördert wurde, und jetzt ging es eben speziell darum, Digitalcoaches zusammenzubringen mit ja, Sozialorganisationen, wie ihr ja eben auch seid mit den KJF-Werkstätten, und da eben digitale Bildungsprozesse, Medienprojekte zu unterstützen. Und vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und auch nochmal die KJF-Werkstätten als Organisation. Ja, hallo Stefanie. Dann stelle ich mich zuerst vor. Mein Name ist Markus Beck. Ich arbeite in den KJF-Werkstätten in Straubing. Ich bin aktuell im Sozialdienst angegliedert und kann da eben auch Projekte mitbetreuen, wie jetzt die Videoprojekte, die schon vorangegangen sind, was immer ganz schön ist und ich denke für die Werkstätten auch sehr wichtig, sich da in der Zukunft gut aufzustellen. Selber zu den KJF-Werkstätten. Wir sind eine gemeinnützige GmbH mit mehreren Standorten. Der Standort in Straubing, das ist mit der größte. Mhm, Und unsere Verwaltung ist in Ringsburg. Also sind auch in unterschiedlichen Bezirken aufgestellt mit den KJF-Werkstätten und ja, bieten einen sehr umfassenden Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung, mit verschiedenen beruflichen Möglichkeiten und auch einem Berufsbildungsbereich, der unsere Menschen mit Behinderung schon fördert, bevor sie zu uns kommen, wo wir versuchen, sie möglichst gut auf die Arbeitswelt vorzubereiten. mhm. Super, danke. Jetzt wäre es natürlich spannend zu wissen, warum braucht es denn bei euch Lernvideos auch in den KJF-Werkstätten? Also was ist da der Nutzen davon? Lernvideos sind meiner Meinung nach eine sehr sinnvolle Ergänzung, um den Menschen mit Behinderung, die wir bei uns oder die bei uns arbeiten, eine bestmögliche Chance zu geben, ja, auch Dinge neu zu lernen und auf individuellen Zugängen Lernmöglichkeiten zu schaffen. Weil es oft sehr schwierig ist, Informationen zum Beispiel nur in Textform weiterzugeben. Von daher ist da die Ergänzung mit Bildern und auch mit Videos viel zugänglicher für unseren Personenkreis. Mhm. Und was habt ihr bisher für Projekte auch umgesetzt? Also vielleicht kannst du uns da auch noch mal ein bisschen einen Einblick geben. Also im vorangegangenen Videoprojekt, da haben wir mit dem ISOP-Institut gemeinsam gearbeitet und haben Einrichtungen, also Filme produziert, die unsere verschiedenen Standorte vorstellen. Das ist gemeinsam mit unseren Mitarbeitern mit Behinderung entwickelt worden und die waren auch im ganzen Prozess mit eingebunden. Die waren auch in der Videoproduktion mit eingebunden, was wirklich toll war. Also die waren da alle mit Begeisterung mit dabei und so hat man da schon die Leute aus dem Berufsbildungsbereich mitnehmen können Mhm, in ja, und auch in der Förderung von Kompetenzen im digitalen Bereich. Und die Ergebnisse sind, glaube ich, auch toll geworden und alle sind sehr stolz auf das, was da entstanden ist. mhm, Und in diesem Rahmen haben wir als KdF-Werkstätten auch Videoequipment angeschafft in Absprache mit dir und dem Institut und sind da sehr zufrieden. Also es läuft nach wie vor weiter und ist ein Projekt, was sehr gut angenommen wird von den Menschen, die wir betreuen. mhm. Also, was mich bei dieser Kooperation auch so begeistert hat, ist, dass ihr die Videos nicht über die Leute gemacht habt oder dass ihr jetzt einfach nur über die KJF-Werkstätten oder die einzelnen Standorte gesprochen habt, sondern dass ihr die Menschen mit Behinderung auch richtig eingebunden habt. Also sowohl in der Konzeptentwicklung als auch in den Videos selber oder auch in der Medienproduktion, in der Postproduktion, und da ja 'nen ko-kreativen Prozess eigentlich ja gestaltet habt. Mhm. Und es Also war auch was sehr spannend mhm, zu beobachten, in wie vielen Bereichen sich unsere Mitarbeiter auch mit einbringen wollen. Also es war, mhm, auch, wo du gerade angesprochen hast, die konzeptionelle Planung auch der Videos war auch ein ganz spannendes Thema. Und da waren auch ganz klare Vorstellungen unserer Mitarbeiter mit Behinderung, wie die Videos gestaltet werden sollen, wie sie aufgebaut sein soll, was sie auch zeigen möchten und was nicht, mhm, was ihnen wichtig ist. Und ich denke, so kommt auch ein Video zustande, was viel näher dann an den Menschen ist und viel besser eigentlich ihren täglichen Arbeitsalltag abbildet. mhm, Und aufgrund dieser Basis der Erfahrungen und der Lernmöglichkeiten, die jetzt da schon da waren, ist es für uns halt viel leichter, auch weiter an Videoprojekten zu arbeiten und das im Berufsbildungsbereich auch mit als dauerhaftes Projekt mit einzubauen, dass man auch diese digitalen Medien mehr mit einbezieht und da den Umgang auch fokussiert. mhm.
Ja, genau, weil es eben ja auch nicht nur darum geht, jetzt die Medienkompetenzen auszubilden von so einem Video, also wie man das gestaltet und dann auch produziert, sondern man kann ja dann auch den kritischen Umgang mit solchen Videos auch Ja. diskutieren und darüber ja auch noch mal medienkritische, Kompetenz auch ausbilden. Also, deswegen fand ich das sehr beeindruckend, weil, ja, ich irgendwie erst mal jetzt so 'ne Vorstellung hatte, wie kann man da auch mit, Menschen arbeiten, die Behinderungen haben oder auch stärkere Beeinträchtigungen haben. Und dass sowas dann trotzdem so hervorragend funktioniert und so tolle Ergebnisse rauskommen, also das hat mich wirklich richtig gefreut. Genau, und deswegen ist es ja umso spannender, dass es ja auch so weitergehen soll. Also, Ja. jetzt sollen ja auch Videos entstehen, die ja auch Arbeitsprozesse abbilden, Einarbeitungsprozesse abbilden. Und auch da ist es so, dass ihr jetzt nicht als bildungsberatende Personen die Videos wieder über die Arbeitsprozesse, macht, sondern ihr bindet die, Mitarbeitenden auch mit ein. Also, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, was das welche Möglichkeiten ihr da seht? Also im Rahmen von Pavivet-Projekt werden wir auch schauen, dass man diese Herangehensweise an den Umgang mit den digitalen Medien, an den Umgang mit dieser Videoproduktion und wie man am besten auch dann mit dem Personenkreis solche Videos erstellen kann, wie die Vorgehensweise ist, dass wir das gemeinsam einfach mit den Menschen, die wir betreuen, erarbeiten und da auch versuchen, eine wirklich gute Basis zu schaffen, wie man in so Projekten auch arbeiten kann und wie es am besten möglich ist, die Menschen mit einzubinden. Mhm, Und ich denke, da ist auch das ganze Team, auch die Mitarbeiter jetzt im Berufsbildungsbereich, die bisher an den Videos gearbeitet haben, die freuen sich drauf, dass man in der Richtung weitermachen kann und dass man dann auch ein Ergebnis hat, wo man ablesen kann, was funktioniert am besten und was ist vielleicht auch für unseren Personenkreis die beste Möglichkeit, in diese Arbeit einzusteigen mit digitalen Medien. mhm. Also, ich freue mich auch auf dieses Papivet-Projekt, weil das mir auch noch mal die Möglichkeit gibt, einen Einblick zu kriegen bekommen, also, wie läuft barrierefreie Medienproduktion ab, also, der Prozess an sich, aber dann ja auch später, dass die Medien auch barrierefrei sind, weil ich da wirklich davon überzeugt bin, dass wenn man die Menschen direkt auch mit in den Produktionsprozess mit einbezieht, dass man darüber dann ja auch verstehen kann, wie sich die Videos danach anschauen lassen oder auf welche Barrieren man das so stoßen kann. Und genau, da bin ich sehr spannend, welchen Beitrag wir da noch dazu leisten können, dass Mhm. Medien barrierefreier werden. Ja, Vielen und wie Dank. gesagt, also wir und unsere Mitarbeiter, wir freuen uns drauf und ich denke, das wird ein ganz tolles Projekt. Super. Dann vielen Dank fürs Mitmachen und den Einblick. Und ja, dann bin ich gespannt, was die nächsten Monate so passiert in dem Folgeprojekt Pavivet. Gerne.